Lassen Sie uns bei den Kindern anfangen, um diese gänzlich verwirrte Welt langsam wieder ins Lot zu bringen. Die Kinder werden den Erwachsenen den Weg zeigen. Das, was mir immer wieder auffällt, ist die Tatsache, dass die Kinder ganz natürlich in ihrem Lesen und Denken die ganze Welt umfassen. Wenn der Krieg wirklich zu Ende ist, wenn man an ein friedliches Zusammenleben der Völker glauben darf, so werden diese Kinderbücher die ersten Friedensboten sein. Am 15. September 1949 wird die Internationale Jugendbibliothek in einer Villa in der Münchner Kaulbachstraße 11a mit 8000 Büchern aus 23 Ländern eröffnet. Die jüdische Journalistin und Emigrantin Jella Leppmann gründet sie als Projekt der Versöhnung und internationalen Verständigung. Mit Kinderbüchern aus aller Welt sollen Brücken zwischen Nationen und Kulturen gebaut, Weltoffenheit und Frieden gefördert und Kindern und Jugendlichen freiheitliche Werte vermittelt werden. Zur Eröffnung hält Erich Kästner eine Kinderrede. Liebe Kinder, ich habe euch heute in aller Form und Feierlichkeit etwas mitzuteilen, worüber ihr staunen werdet. Ihr seid Hausbesitzer geworden. Von heute an gehört euch eine eigene Bibliothek. Darin enthalten ist die Grundidee der jungen Einrichtung. Es geht um die Kinder. Sie sind das Zentrum der jungen Bibliothek. Folgerichtig werden zahlreiche Aktivitäten angeboten. Buchbesprechungsgruppen, eine Kinder-UN, ein Jugendkomitee, Sprachkurse, eine Theatergruppe unter Leitung von Erich Kästner und ein Malstudio unterm Dach, in dem der charismatische Kunsterzieher Ferdinand Steidle Kinder an Staffeleien zum freien künstlerischen Ausdruck ermutigt. Nach dem Amerika-Haus ist die Internationale Jugendbibliothek die zweite Institution in Deutschland mit einem Freihandbestand. Kinder können an den Regalen frei in den Büchern schmökern. Selbst Comics sind im Angebot. Für viele, vor allem für die Kinder, ist dieses neue Bibliothekskonzept, das unter dem Einfluss der Public Libraries in Amerika entstanden ist, eine Offenbarung. Bibliothekare hingegen schütteln den Kopf ob dieses verrückten Zirkus. Neben den fortschrittlichen Aktivitäten für Kinder und Jugendliche organisiert Jella Leppmann internationale Tagungen, zu denen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus aller Welt zusammenkommen. Sie alle verbindet die Hoffnung auf eine freie und friedliche Welt und der Glaube, dass mit Kinderbüchern Weltoffenheit und der internationale Dialog gefördert werden können. 1957 zieht sich Jella Leppmann aus der Bibliotheksleitung zurück. Walter Scherf folgt ihr als Direktor nach. Unter ihm wird das Bibliotheksexperiment, das in den Anfangsjahren oft gefährdet war, in ruhigere Fahrwasser geleitet und zur Spezialbibliothek ausgebaut. Der Motor dieser Aktivitäten und der Internationalität, das war der damalige Direktor Walter Scherf. Er war ein großer Kommunikator. Diese Aktivitäten waren ihm wichtig. Der Austausch und der internationale Austausch, den betonte er in hausinternen Veranstaltungen, auf Tagungen, in Buchmessen. Walter Scherf setzt auf wissenschaftliche und fachliche Vermittlung. Die Sammlung, 30.000 Bände aus 45 Ländern bei Amtsantritt, wächst rasant. Ihm gelingt der Sprung über den Eisernen Vorhang. Die Sowjetunion, Polen, die Tschechoslowakei und andere osteuropäische Länder schicken nun Bücher nach München. Wichtige historische Sammlungen wie die Genfer Sammlung des ehemaligen Völkerbunds gelangen in den Bestand. Ein Muss im Kalender jeden Verlegers und jeder Verlegerin sind die Weihnachtsausstellungen, in denen Neuerscheinungen der internationalen Kinderliteratur gezeigt werden. Bald platzen die Regale und Magazine aus allen Nähten. Der Buchbestand ist bis Ende der 1970er Jahre auf mehr als 350.000 Büchern aus 160 Ländern angewachsen.
Ein neues Bibliotheksquartier muss her. Das Wittelsbacher Schloss Blutenburg im Münchner Westen wird nach grundlegender Renovierung 1983 bezogen. Den ersten Spatenstich machen Kultusminister Hans Mayer und Wolfgang Vogelsgesang, auf dessen Initiative hin die Bibliothek an den Stadtrand zieht. In den renovierten Stallungen kommt die Kinderbibliothek mit Ausleihbestand unter. Im ehemaligen Ballsaal entsteht ein wissenschaftlicher Lesesaal, während unter dem Schlosshof ein Kellermagazin die etwa 380.000 Bücher aufnimmt. Direktor wird Andreas Bode. Er holt beispielsweise James Krüss oder Astrid Lindgren ins Bücherschloss, wie die Bibliothek bald genannt wird. 1993 besucht die japanische Kaiserin Michiko die Bibliothek und wird später, wie vor ihr Astrid Lindgren und Erich Kästner, Ehrenmitglied. 1984 erscheint der erste gedruckte White Ravens-Katalog mit internationalen Buchempfehlungen. Die Weißen Raben werden zum wichtigsten Label der Internationalen Jugendbibliothek. Sie stehen für ausgefallene, innovative Kinder- und Jugendbücher und werden von vielen Verlagen bis heute als Auszeichnung beworben. Auf Initiative der Verlegerin Christa Spangenberg wird 1995 die Stiftung Internationale Jugendbibliothek errichtet und Barbara Schariot zur neuen Direktorin berufen. Sie baut die Vermittlungsarbeit aus, startet ein Workshop-Programm für Schulen und erschließt ungenutzten Raum im Schloss. 1998 wird das Michael-Ende-Museum als erstes Literaturmuseum für einen Kinderbuchautor errichtet. 2001 folgt der James-Krüss-Turm. 2005 das bezaubernde Binet-Schroeder-Kabinett. Das finde ich so wichtig, dass die Kinder lernen, in Bildern zu lesen. Das finde ich eine tolle Geschichte, auch eine aufregende Geschichte, darin was zu entdecken. Das ist eigentlich mein Anliegen. Die vorgelagerte Schatzkammer wird fortan mit Jahresausstellungen bespielt. Die internationale Illustrationskunst für Kinder mit Ausstellungen und Gesprächsforen gefördert. Als Barbara Schariot 2007 in den Ruhestand geht, ist der Bestand auf fast 575.000 Bände angewachsen. Das Zeitalter der Digitalisierung bricht an. Wenn es nun aber passiert, dass jemand glaubt, zu seinem Thema nicht genügend Titel in Ihrer Bibliothek hier zu finden, also um eine schöne Bücherliste auch zu füllen, dann haben Sie für solche Zwecke ja bei den städtischen Bibliotheken in München eine ganz neue Einrichtung. Ja, wir haben Lesegeräte für Mikrofichs. Der Benutzer entnimmt die entsprechende Karte, legt sie hier am Lesegerät ein. Und hier wird ihm aufgezeigt, welche Titel wir zum Thema in allen städtischen Büchereien haben. Das ist schon recht beeindruckend. Man sieht also, dass die Elektronik auch Eingang gefunden hat in die Arbeit der Bibliotheken. Die Zettelkataloge werden zuerst digitalisiert. Bald beginnt der Aufbau eines Online-Kinderliteraturarchivs für die Nachlässe von James Krüss, Hans Baumann, Michael Ende und Josef Guggenmoos. Mittlerweile ist ein Großteil der historischen Bestände im Volltext digitalisiert. 2007 ist auch das Magazin Unter dem Schlosshof voll und renovierungsbedürftig. Die Bibliothek mietet ein neues Magazin an. Das Blutenburger Magazin wird hingegen komplett renoviert. 460.000 Bücher müssen gereinigt werden. Buch für Buch. Per Hand. Das Renovieren, Aus- und Umbauen hört damit nicht auf. Im Uhrenturm, wo seit 1983 ein Erich Kästner Gedenkraum zu besichtigen ist, wird 2023 eine Erich Kästner Forschungsstelle eingerichtet. Jüngst wurde die Kinderbibliothek nach gründlicher Renovierung wiedereröffnet. Apropos Kinderbuchforschung. Sie wird deutlich gestärkt. Regelmäßig finden mittlerweile wissenschaftliche Tagungen statt, zu denen Tagungsbände erscheinen. In der Programmarbeit setzt das Bibliotheksteam besonders starke neue Akzente. 2010 findet das erste White Ravens Festival für internationale Kinder- und Jugendliteratur statt, das die Bibliothek seither alle 2 Jahre kuratiert. Es ist mit 100 Lesungen an 60 Orten in München und ganz Bayern das größte Flächenfestival für Kinderliteratur in Deutschland. Die Kinderlyrik liegt dem Haus besonders am Herzen.
Seit 2011 erscheint der vielsprachige, beliebte Kinderkalender mit Gedichten aus aller Welt. Es gibt Lyrikwerkstätten und seit diesem Jahr Lyrikempfehlungen für Kinder. 2013 erhält die niederländische Autorin Joke van Leeuwen den ersten James-Kröss-Preis für internationale Kinderliteratur, der seither alle 2 Jahre vergeben wird. Regelmäßig feiert die Bibliothek den Astrid Lindgren Memorial Award, unregelmäßig den Erich-Kästner-Preis für Literatur. Die Zusammenarbeit mit Schulen wird intensiviert und neue Wege der Literaturvermittlung gesucht. Jährlich besuchen etwa 160 Schulklassen und 25.000 Kinder und Jugendliche die Bibliothek. Alle Aktivitäten sind von der Überzeugung getragen, dass die Welt ohne Bücher arm und leer wäre und Kinder und Jugendliche Geschichten brauchen. So kommt ein Projekt zum nächsten. Textwerkstatt für junge Autorinnen und Autoren, Schreibwettbewerbe, Notentexte, Jugendliteraturcamps, Club der Bücherdetektive, Buch auf, Film ab, Lesicals, Sommerbühne, Bücher der Kindheit, Viva Vostok, es lebe die Kinderliteratur des Ostens. Der Buchbestand wächst auf 675.000 Titel aus 180 Ländern aus 5 Jahrhunderten. Congratulations on 75 years of amazing work, on building a phenomenal collection of books for children from around the world, on hosting programs and exhibits and festivals. Ми щиро вітаємо Міжнародну дитячу бібліотеку з річницею заснування. І ми щиро віримо, що, як і 75 років тому, книжковий міст здатний вистояти, здатний об'єднати нас і залишатися острівцем свободи. The International Youth Library in Munich is just such a place. This collection of all the stories. It's a fairy tale come true, and I'm so proud and happy to be associated with it, to have been there, to spend my time with you guys. Congratulations. ¡Felices 75 años! Por la voluntad del cielo, que viva 100 años más. My stay there has also helped me to build a network of international scholars and friends. So thank you very much for all your hard work and congratulations on your anniversary. ミュンヘン国際児童図書館がますます多くの子どもたちに読書の喜びを届け、想像力の翼を育み、子どもたちの幸せと世界の平和につながる大きな力となられますことを心から記念しております。Mein herzlichen Glückwunsch. از پل کتاب‌های کودکان تا ستاره‌های آسمان، تا تمام قصه‌ها و رازهای این جهان، بیا سفر کنیم.